Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute gibt es mal einen Doppelpack. Das heißt, wir schauen uns heute zwei Alben an. Und zwar die Studioalben Nummer 5 und Nummer 6 von Paul van Dyk. In Between und Evolution. Wir steigen ein mit In Between. Das Album erschien 2007. War nach dem Mega-Erfolg von Reflections dann ja der Nachfolger und natürlich wollte er an den Erfolg dieses Albums anknüpfen. Klanglich sind sich beide Alben auch relativ ähnlich, also das heißt, wir haben hier zwar zum einen Trance, also teilweise auch typischer Vandit-Sound, diesmal allerdings mit ein paar Tech-Elementen. Das war so die Zeit damals, wo dieser Tech-Sound, also Tech-Trance, sehr hip, sehr modern wurde. Deswegen sind da ein paar Elemente mehr enthalten wie noch auf dem Vorgängeralbum. Gleichzeitig hat man aber auch ein paar chilligere Breakbeat-Songs und man hat auch ein paar etwas kommerziellere, eher in Richtung Charterfolg abgezielt haben, also die auch ein paar Charterfolge eingeheimst haben. Das ist aber relativ ähnlich zum Vorgänger, würde ich sagen, von der Stilistik her. Mit 17 Tracks ist es diesmal auch sehr vollgepackt, also pickepacke volles Album, dürfte natürlich Fans sehr gefreut haben. Bei der Entstehung des Albums hat sich Paul van Dyk diesmal eine ganze Riege um sich geschart. Bei den beiden Vorgängeralben war es ja so, dass Paul van Dyk das Ganze mehr oder weniger in Eigenregie gemacht hat und dieses Mal ist es so, dass er sich unter anderem den Jonas Zado, das ist ein Berliner Tontechniker, mit dem hat er bei sehr vielen Tracks zusammengearbeitet und dann auch zusätzlich noch Alex Morph, also Alexander Mieling, ein bekannter Trance-Produzent. Mit ihm hat er auch mehrere Tracks zusammen produziert und auch die beiden Duderstadt-Brüder, die waren auch an ein paar Tracks beteiligt. Duderstadt kennt man von dem Projekt Fragma, noch aus den 90ern. Und die sind auch zwei sehr bekannte Größen aus Deutschland, kommen die auch im Trance-Bereich. Des Weiteren haben wir hier auch Giuseppe Ottaviani, der hier bei zwei Kollaborationen mit beteiligt ist. Und wir gehen jetzt als nächstes dann in Richtung Song-by-Song-Review. Ein absolut wundervoller Einstieg mit himmlischen Flächen und der Stimme von Lo-Fi Sugar. Der Song ist noch kein Trance, sondern lässt einen erstmal langsam ins Album reinkommen, ist erstklassiger Atmospheric Breakbeat Sound oder beziehungsweise Breaks. Ein ganz toller Track eigentlich schon eins der Highlights vom Album. Das war die Hauptsingle vom Album. Ist eine kommerziell ausgerichtete Dance-Nummer, beziehungsweise Dance-Pop-Nummer kann man fast schon sagen, mit gewissem Hauseinschlag und Jessica Suter von den Pussycat Dolls am Mikrofon als Liedgesang. Eigentlich will man Paul jetzt in der Form nicht unbedingt hören, meiner Meinung nach, aber die originellen Sounds von dem Track und die Top-Produktion retten den auf eine noch solide Wertung. Ist jetzt keiner meiner Hauptfavoriten vom Album, ist ein solider Track. Kann man hören, wie gesagt, durch die originellen Sounds, aber kein Top-Track. Ist in den Charts bis auf Platz 38 gestiegen damals. Kann mich auch noch genau erinnern, wo der neu rauskam. Da war ich bei einem Kumpel, Grüße gehen raus. Damals, das weiß ich noch. Ich würde sagen, solider Track, aber nichts Herausragendes in seiner Diskografie. Der Track war dann wieder eine andere Stilistik. Diesmal war es Progressive Trance mit etwas härteren Tech-Trance-Einflüssen. Also was ich eingangs erwähnt habe, es gab mehrere Tracks hierbei, die ein paar Tech-Trance-Einflüsse hatten und so auch dieser Track. Wurde übrigens mitproduziert von den Duderstadt-Brüdern, glaube ich, von beiden. Ist technisch natürlich sehr, sehr gut. Atmosphärisch oder melodisch ist da leider aber sehr, sehr wenig zu holen. Also ist fast nichts zu holen. Deswegen auch keiner meiner Favoriten. Bei Track Nummer 4 gab es dann Uplifting Vocal Trance, würde ich das bezeichnen, mit der Stimme von Ashley Tomberlin. Die war ja damals eine relativ häufig gebuchte Vocalistin. Also die hatte man damals bei sehr vielen Tracks gehört im Trance-Bereich und ist insgesamt auch ein starker Track. Für eine Top-Wertung sind halt sehr viele Zwei-Takt-Schleifen. Ne? Also mit Bass und Melodie, das ist halt musikalisch relativ eintönig, also recht einfach gehalten und etwas zu repetitiv, also wiederholt sich halt ständig, das ist mir ein bisschen zu wenig. Highlights sind meiner Meinung nach hier definitiv die ruhigeren Passagen, die auch den Vocals den nötigen Raum geben, um zu strahlen, weil die Ashley Tomberlin schon eine sehr gute Stimme hat. Ja, dieser Track war dann auch wieder ein Feature mit Ashley Tomberlin, war stilistisch sehr ähnlich zu Complicated zuvor. Diesmal hat man aber ein paar Glitch-Effekte verwendet und es tendiert auch stellenweise noch mehr hin zum Tech-Trance, also noch mehr als zuvor. Und es war ebenfalls diesmal Alex Morph und auch wieder die beiden Duderstadt
Duderstadt-Brüder beteiligt. Würde ich mal als sehr ordentlich bezeichnen, also ist durchaus gut, aber es fehlt noch was zum absoluten Top-Track, meiner Meinung nach. Ja, dieser Track war dann die erste Zusammenarbeit mit Giuseppe Ottaviani, ist ein sehr schön treibender Trance-Track, eigentlich der erste im eher klassischeren Stile, was man auch als Pure Trance oder halt Modern Pure Trance bezeichnet. Und der Giuseppe Ottaviani war damals auch so ein bisschen mit das Aushängeschild von Vandit, natürlich neben Paul selber. Der Track ist ein richtig schönes Pure Trance Brett, ja, also ist ein richtig geiles Trance-Teil, ist eindeutig auch ein Highlight vom Album. Da würde ich einfach mal sagen, ganz so weit weg von dem, was ihr wirklich wollt, seid ihr eigentlich gar nicht. Denn was ihr wirklich wollt, ich weiß es, unsere geliebte Hörprobe. Ja, dieser Track ist ein recht gut produzierter und treibender Trance-Track, der aber melodisch auch wieder relativ einfach und meiner Meinung nach auch zu einfach gehalten ist. Also das ist musikalisch sehr simpel, um das mal so auszudrücken. Enthält auch ein Vocal-Sample übrigens von einem Track von Propspot, der heißt Blows My Mind. Das ist ein Trance-Titel aus 2005. Solider Track, fällt auch nicht groß aus dem Raster, kann man auch hören, passt auch gut aufs Album, füllt das Album gut auf, aber das war's dann auch. Das war ein Feature mit dem Sänger Ryan Merchant, ist US-Amerikaner, der dann etwas später mit der Band Capital Cities einen relativ bekannten Song oder manche würden es auch als Welthit bezeichnen, Welthit Safe and Sound, falls das jemand kennt von euch. Das ist der Sänger, der auch hier mit beteiligt war, wo er noch nicht so bekannt war. Stilistisch ist das jetzt wieder ein bisschen eine andere Richtung. Wir haben diesmal poppige Electronica mit einer durchgängigen Achtelnoten-Bassline. Ist ja auch ein Mittel, was man öfters mal bei etwas flotteren Popsongs verwendet. Ist eine wirklich nette, lockere Abwechslung, meiner Meinung nach, im Albumfluss. Die Leute, die natürlich Trance eher mögen von Paul von Dyk, die werden das wahrscheinlich etwas negativer sehen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also hat eine ganz coole Hookline und ist ganz nett. Ist auch vom Stil ein bisschen so ähnlich wie später dann der Track Let Go. Dieser Track war eine Zusammenarbeit mit Alex Morph. Ist grundsolider Trance, sehr gut produziert, füllt aber dennoch das Album eher zielgerichtet aus. Also grundsolides der Teil, gut produziert. Im Breakdown kommen hier tragende Piano-Elemente als Hauptmelodie-Element hinzu. Ja, der Titeltrack, da waren ebenfalls wieder beteiligt Alex Morph und die beiden Duderstadt-Brüder. Langsam müsstet ihr das wissen. Also die haben sehr häufig mitgeholfen. Der Titeltrack ist auch ein schön atmosphärischer Song, schön diepe atmosphärische Sounds, entspannte Trance-Klänge auch. Bei der Percussion wird hier auch sehr viel mit Noise-Sounds gearbeitet. Noise-Sounds mischt man ja immer mal gerne runter, um das ein bisschen anzufetten, dass das ein bisschen mehr, sich füllt einfach. Ist immer ein gern gemachter Trick. Ist insgesamt ein sehr interessanter Track, chillig und kann man auch mit zu den Highlights zählen. Ist nur leider ein bisschen kurz geraten. Dieser Track war ein Trance-Track zusammen mit Wayne Jackson, den Sänger, mit dem hat er 2 Jahre vorher den Mega-Hit, ne, wie man das immer so sagt, The Other Side aufgenommen. Das war nur eine Single, also das war nicht auf einem Album gewesen. Stormy Skies diesmal, bleibt aber hinter diesem genannten Track meiner Meinung nach deutlich zurück. Ist für mich sogar unterm Strich gesehen auf dem Album eines der schwächeren Stücke. Bei diesem Track dürft ihr raten, wer mit beteiligt war. Ich gebe euch mal 3 Sekunden. Genau, ihr habt recht, und zwar Alex Morph und die Duderstadt-Brüder. Wieder gut produzierter Trance, man kann sich da eigentlich nur wiederholen, das ist von der Mischung her und von der Produktion her wirklich top gemacht. In dem Fall haben wir hier eine relativ tragende, ich glaube es müsste eine Square sein, so Richtung Square, ob es jetzt eine Pure Square ist, weiß ich nicht. Basshook hat man da, die relativ tragend ist, es ist sehr progressiv aufgebaut, der Track. Man hat ein paar orchestrale Streicher mit dabei, ist insgesamt auch durchaus kreativ gestaltet und definitiv auch ein guter Track, aber wieder kein überragender. Ja, NYC, das ist ein echtes Schwergewicht auf dem Album, und zwar ist das eine Kollaboration zwischen Paul van Dyk, Ashley Tomberlin und dann haben wir den Tech-House-Spezialisten einerseits Starkillers und Austin Leeds
sowie auch Willem Faber. Stilistisch ist das Ganze ein Vocal Progressive Trance Titel mit einer relativ kühlen Großstadtästhetik und leichten Tech Trance Einfluss. Ja, ich bin ja nicht so ein großer Fan von Tech Trance. Der Song ist auch einer der bekanntesten Songs von dem Album. Ja, ist im Trance-Bereich fast schon sowas wie ein Klassiker. Ist handwerklich auch top gemacht, aber für mich persönlich ebenfalls wieder nicht der absolute Übersong, was unter anderem halt an diesen Tech-Trance-Einflüssen liegt. Zwischendrin, wenn die Vocals von der Ashley Tomberlin da sind und der Breakdown, sage ich jetzt mal, da ist das schon sehr, sehr gut. Aber dieses Techige ist einfach nicht mein Fall, deswegen gut, aber nicht überragend. Auch bei diesem Track war wieder beteiligt Alex Morph und diesmal aber nicht beide Duderstadt-Brüder, sondern nur einer, und zwar Marco Duderstadt. Vocals sind auch hier wie beim Opener schon von Lo-Fi Sugar. Ist ein richtig guter Trance-Track, ist das mal auch nichts Techiges dabei, also reiner Trance. Hätte aber deutlich länger sein können, ist halt nicht ganz 3,5 Minuten, ist viel zu kurz eigentlich. Ist aber auf alle Fälle sowas wie ein Highlight auf dem Album, also für mich einer der Top 3 Tracks von In Between. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was wäre denn für euch so ziemlich das Wichtigste, falls ihr mal alleine auf einer Insel stranden solltet? Ja, Stichwort Castaway. Da ist die Antwort eigentlich relativ klar, oder? Und zwar eine Hörprobe. Der drittletzte Track war dann auch die zweite Zusammenarbeit zwischen Paul van Dyk und Giuseppe Ottaviani. Hier kommen wieder eher die Pure Trance-Freunde auf ihre Kosten. Ist auch wieder ein richtig geiler Instrumental-Trance-Titel. Vielleicht ein Hauch schwächer als Far Away und mit nicht mal 3 Minuten auch eigentlich viel zu kurz. Trotzdem wahrscheinlich für mich auch wieder ein Titel, der wahrscheinlich in die Top 3 kommt. Also die beiden Ottaviani-Titel waren auf diesem Album richtig stark. Aber wir wollen jetzt mal nicht wegen diesen 3 Minuten meckern, sondern einfach mal das süße Leben genießen, ne? La Dolce Vita. Und wie macht man das am besten? Ihr ahnt es schon, und zwar mit der Hörprobe. Ja. Ein Feature mit Rea Garvey, der damals relativ prominent war, der ja mehrere Single-Hits hatte, zusammen mit anderen Künstlern. Ist stilistisch eine Mischung aus Pop und Elektronika, bei der Synthesizer auf echte Gitarren treffen. Also der Rea Garvey hat echte Gitarren auch eingespielt für diesen Track, also ist eine Mischung aus beiden. Drums klingen hier richtig wuchtig und organisch, was mir sehr gut gefällt. Hat auch eine eingängige Hookline, hat es bis auf Platz 21 der deutschen Charts geschafft. Ist auch eine absolut nachvollziehbare Single-Wahl gewesen. Allerdings muss man sagen, natürlich schon relativ kommerziell ausgerichtet. Da muss man halt schon ein bisschen offen für sein. Ich finde den Track gar nicht so schlecht. Der letzte Titel ist dann eine Zusammenarbeit mit David Byrne gewesen. David Byrne, das ist der Leadsänger von den Talking Heads gewesen. Ja, 80s, kennen vielleicht manche von euch. Ist ein Titel, der auch wieder ein bisschen Richtung Pop-Elektronika-Flair geht. Mit einer ganz kleinen Prise auch an experimentellen, weil der Sänger schon ein bisschen versucht, nicht Standard-Pop-mäßig zu singen, schon ein bisschen spezieller. Dazu gesellen sich auch orchestrale Streicher bei diesem Stück. Ist ein ganz solider Abschluss, sicher aber natürlich kein Oberkracher. Ja, In Between bietet durchaus eine enorme Abwechslung, auch durch die 17 Tracks. Man hat da nicht nur Trance, sondern halt auch ein paar ruhigere Sachen, auch ein paar poppige Sachen dabei. Mixing ist gewohnt auf relativ hohem Niveau. Arrangement der Tracks zeigt auch wieder Pauls Liebe zum Detail. Die Dichte ist hoch, allerdings führen die 17 Tracks dann im Endeffekt dazu, dass man halt gewisse Perlen, wie zum Beispiel, nennen wir jetzt mal La Dolce Vita, mit unter 3 Minuten natürlich zu kurz kommen. Während die Kooperationen mit Ottaviani den Trance-Fan glücklich machen, wirken manche Popnummern etwas zu sehr auf Chart-Kompatibilität ausgerichtet. Aber alles in allem höre ich persönlich das In-Between-Album bei durchaus überzeugenden 7,8 Punkten. Also das heißt, das ist ein gutes Album, kommt nicht an den Vorgänger ran, ist in etwa so von der Wertung her ist es in etwa auf dem
gleichen Punkteniveau wie Reflections. Wobei ich aber Reflections als das bessere Album ansehen würde. Das Album zieht aber leider der Track Knowledge, falls ihr euch noch dran erinnert, ein bisschen runter. Deswegen kam auch Reflections leider nicht auf noch eine höhere Wertung. Ja, aber damit wir jetzt nicht in between stecken bleiben, kommen wir jetzt auch schon direkt zum nächsten Album und zwar zu Evolution. Ja, ganze 5 Jahre vergingen, ehe Paul 2012 dann sein nächstes Studioalbum veröffentlichte. Die Musikwelt hatte sich bis dahin auch relativ massiv verändert. Also wir hatten dann EDM, war ja der neue Term, der neue Begriff, war der globale Standard durch unter anderem Leute wie Avicii, Rest in Peace. Und Paul stand dann vor der Herausforderung, bei dem Ganzen mitzuhalten. Also das heißt, Evolution ist quasi das Ergebnis dieses Versuchs auch auf diesen damals hippen, es gab ja damals auch diese hippen Festivals, die damals anfingen, wie Tomorrowland und wie sie alle heißen. Und da wollte er natürlich auch ein Kuchenstück von abhaben, kann man natürlich auch verstehen. Klanglich ist der Name Evolution hier auch gewissermaßen Programm, aber nicht so, wie man das eigentlich gerne hätte. Denn wir hören hier sehr viel Mainstage Progressive House, knarzige Elektrobässe und Einflüsse, die stark an den damaligen Avicii-Sound, nenne ich jetzt einfach als Beispiel, erinnern. Also das heißt, es ist auch irgendwo Pauls kommerziellstes Album, das teilweise unter dem Druck des Major-Labels entstand. Da muss man zu wissen, das Label von Paul von Dyk, Vendit Records, ist damals fusioniert, 2 Jahre bevor das Album veröffentlicht wurde, mit Armada Music. Armada Music ist von Armin van Buuren, auch einer der bekanntesten Trance-DJs und Produzenten in der Szene, aber halt sehr kommerziell insgesamt ausgerichtet. Deswegen schwankt das Album auch so ein bisschen zwischen Club-Energie und trotzdem sehr kalkuliertem EDM-Sound, würde ich sagen. Ja, der Blick auf die Credits verrät dann auch wieder, dass Paul hier wieder mit sehr vielen Partnern zusammen produziert hat. Besonders präsent ist auch hier der Austin Leeds, ist ein relativ bekannter Produzent in diesem sehr kommerziellen Mainstage-Prog-House. Er hat mitgeschrieben, damit der Sound auch für die großen Mainstages kommerzialisiert wird. Das war eine Zusammenarbeit mit Austin Leeds, mit dem er sofort auch schon bei New York City vom Vorgängeralbum zusammengearbeitet hat. Also das ist direkt Mainstage Prog House, in dem Fall vielleicht auch wieder inspiriert von Avicii, folgt jedenfalls damaligen Trends vom Sound her. Ein relativ großer, breiter Sound, rein musikalisch eher einfach gehalten. Und die Frage, die man sich da natürlich stellen muss, will man sowas überhaupt von Paul van Dyk hören? Da sage ich nein. Definitiv nein. Klingt auch gar nicht unbedingt so nach ihm. Dieser Track war eine Zusammenarbeit mit Arti, dem Russen, der damals relativ angesagt war auch, also der relativ jung noch war, der sich dann auch einen Namen gemacht hat, unter anderem auch bei Anjuna Beats war. Erneut sehr Progressive House-mäßige Nummer mit sehr dickem Sidechain, also das pumpt ordentlich vom Sidechain her, ist aber ausgefeilter produziert als der Opener. Hat auch eine ganz nette melodische Idee und die weiblichen Vocals, wovon ich ausgehe, dass das wahrscheinlich Samples sind, weil es wird nirgends eine Stimme angegeben bei den Credits. Die passen auch sehr gut dazu, hat leider wieder Tech-Einflüsse, was ich nicht so mag. Klingt auch wahrscheinlich eher nach einer Arti-Nummer wie nach einer Paul van Dyk-Nummer, ist aber trotzdem wirklich ein guter Track, also kann man durchaus als Highlight mitzählen auf dem Album. Ja, hier hört man die Stimme von Old City-Sänger Adam Young, der einige Jahre zuvor durch relativ sanften bzw. weichgespülten Elektropop bekannt geworden ist. Hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt in einem PVD-Feature gebraucht. Der Song klingt auch eher meiner Meinung nach wie ein Old City Song, nur halt in einem hausigen Rahmen, ist aber wiederum relativ formelhaft produziert, wirkt ein bisschen auch wie Trendhopping, wenn man sehr negativ das jetzt mal sehen will, weil Old City war damals sehr angesagt im Pop-Business, ist jetzt nicht unbedingt eine Kombo, die man sich erwünscht hätte. Dieser Track war die Hauptsingle vom Album, ist erneut auch ein Feature gewesen mit Austin Leeds und ein reines Instrumental. Stilistisch ist es relativ ähnlich wie der Opener, also das heißt, wir haben Mainstage Progressive House, vielleicht ein Hauch stärker als dieser erste Track, aber auch das nichts wirklich Essentielles im PVD-Katalog. Ein Feature mit Plump, klingt ein bisschen plump der Name, keine Ahnung, und zwar ist das Tiffany A. Buckley, heißt diejenige, aus den USA stammt sie, ist eigentlich auch der erste Track, der ein bisschen mehr nach dem klassischen PVD klingt, hat Trance-Anleihen, aber der Beat wirkt relativ reduziert und klingt sogar stellenweise ein bisschen Richtung House eher, arbeitet auch mit sehr viel Sidechain, aber ist eindeutig ein Highlight vom Album, also definitiv. Ja, I Don't Deserve You, aber ihr verdient wie immer
unsere geliebte Hörprobe. What you do, and I don't deserve you. Ja, das war das zweite Feature zusammen mit Artie und Vocals mit der großartigen Sue McLaren. Technisch ist das hochspannend, also wir haben hier echte Orchestersektionen, also das heißt, da wurden die Orchesterelemente wirklich eingespielt von Leuten, also Violine und so weiter. Und wir haben hier Drums von Flo Fauner, der Schlagzeuger, der in der Liveband von den Fanta 4 eingesetzt wird, also von den Fantastischen Vier. Stilistisch spricht der Titel ein bisschen mit dem Trance-Schema und liefert diesmal einen eher treibenden Two-Step bzw. Breakbeat. Da denkt man natürlich dann immer auch an Drum and Bass. Es ist definitiv ein Favorit vom Album von mir. Ganz klares Glanzstück aus dem Album, wirklich ein toller Titel. Ja, nach dem bisherigen Herzschmerz, was uns das Album geboten hat, soundtechnisch, kommt hier mit The Sun After Heartbreak direkt eine weitere sonnige Hörprobe für euch. Sunlight washes over. If you ever see the sun, put your head up, take a breath and hold, though your heart may come undone. PVD Goes Mainstage Progressive House im Avicii-Style. Again. Wir haben hier wieder so einen Song, auch wieder mit Tech-Elementen. Eine sehr simple Melodie, relativ dick aber aufgetragen vom Sound her, also wahrscheinlich wieder gelayert, nehme ich mal an. Man kann halt nur sagen, er hatte Besseres. Nummer 8 war dann die erste richtige Trance-Nummer vom Album, war eine Zusammenarbeit mit Ümit Özcan. Wirkt an dem Punkt des Albums sehr erfrischend, weil es reiner Trance ist, mit 140 BPM auch eine ordentlich treibende Nummer. Er findet das Rad jetzt nicht unbedingt neu in dem Genre, ja, ist aber ein absolutes Highlight. Gibt's zu, ihr wolltet doch wieder echten Trance hören, oder? Ich liefere natürlich für euch. Hier ist die nächste Hörprobe. Weiter geht's mit etwas träge wirkendem Elektrohaus, ausgestattet mit einem Benny Benassi-typischen knarzenden Saw-Bass. Ich muss da immer an Benny Benassi denken bei diesen Bässen, bei diesem typischen knarzenden Saw-Bass. Ist diesmal ein Feature mit den US-Amerikanern Tyler Michaud und dem Duo Fisher. Es gibt ja die Sängerin Fisher, das ist aber eigentlich ein Duo. Vocals natürlich von Fisher in dem Fall. Ist kein Totalausfall, aber bleibt insgesamt schon eher im Mittelfeld. Ja, Track Nummer 10, da arbeitete Paul van Dyk zusammen mit zwei Mitgliedern der schwedischen Indie-Rockband Mando Diao. Kennen vielleicht manche von euch. Klingt erstmal spannend, aber der Refrain klingt hier sehr eindimensional und sehr generisch, meiner Meinung nach. Ist auch insgesamt eine langweilige Hausnummer, um es mal klar zu sagen. Ist mit die schwächste Nummer vom Album. Das Einzige, was richtig gut ist, ist das virtuos gespielte Saxophon. Das rettet noch ein bisschen was, ist aber trotzdem eine der schwächsten Nummern vom Album. Track Nummer 11 ist abermals ein Mainstage Progressive House Titel, diesmal halt wieder aus den Leads mit der US-Amerikaner, an den Vocals diesmal Michelle Leonard, das ist eine Britin, die in Deutschland aufwuchs und die auch mal in der Jury von Popstars gesessen hat. Auch ein Dirk Reichert und ein Mirko Schaffer waren hier mit beteiligt beim Writing. Die Vocals sind relativ stark bearbeitet, also das heißt Pitch-Korrektur, Autotune oder ähnliches, das hört man deutlich raus. Man hat hier wieder relativ fette Stab-Akkorde, wahrscheinlich auch wieder gelayert, klingt aber ja alles relativ typisch dem Genre entsprechend und auch etwas formelhaft. Ist ganz sicher kein Favorit von mir und ist auch ein bisschen lost. Ein Feature mit Fieldwork, das ist ein Pseudonym von Johnny McDade, dem Sänger, mit dem PVD schon häufiger auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Auch wieder sehr knarzige Bassline, stilistisch erneut Progressive House, in dem Fall aber etwas besser, weil durchaus auch ein Hauch Trance mitschwingt und zumindest versucht wurde, es hymnenhaft emotional wirken zu lassen. Ist nicht ganz überzeugend, aber es gab wesentlich Schlechteres auf dem Album meiner Meinung nach, also gehört noch
mit zum Besseren. Das war die einzige Zusammenarbeit mit Giuseppe Ottaviani auf diesem Album. Durfte natürlich nicht fehlen. Im Gegensatz zu vielem anderen ist es auch ein Ticken tranziger angehaucht, unter anderem durch die treibenderen Beats. Aber man hat da trotzdem auch hier einige typische House-Elemente und erneut sehr knarzende Saw-Bässe. Außerdem wieder fette Akkord-Stabs, war damals halt ein typisches Mittel, was man verwendet hat. Melodisch bleibt es einmal mehr sehr eindimensional, ist leider eine ziemliche Enttäuschung, meiner Meinung nach. Ist überhaupt kein Vergleich zu den Trance-Bangern von In Between. Der Track hier ist für meine Begriffe enttäuschend. Das war das zweite Feature auf dem Album zusammen mit Sue McLaren. Hat eine nervige, repetitive Synth-Hook mit abermals sehr hausigen Mainstream-Sounds. Mit den guten Vocals hätte man eigentlich mehr anfangen können oder müssen. Breakdown ist noch ganz okay, aber danach wird es auch wieder furchtbar techy, Tech-House vom Sound her und dann noch diese seltsam glockige Melodie gegen Ende, die für mich klingt, als wenn da ein Dreijähriger auf den Tasten rumklimpert irgendwie. Also seltsame Melodie. Ist auch einer der enttäuschendsten Momente vom Album. Ja, der Abschluss vom Album ist eine Zusammenarbeit gewesen mit Sarah Howells und erneut war hier Mr. Mainstage Progressive House Austin Leeds beteiligt und so klingt es dann natürlich auch. Also das heißt, wir haben wieder fette Melodie-Steps, die auch in dem Fall durchaus nett sind. Also es gibt schlechtere Steps auf dem Album. Zählt auch noch mit zum eher positiveren vom Album. Und damit kommen wir jetzt zum Urteil von Evolution. Wenn ich mir das Album als Ganzes anschaue, bleibt ein eher negativ gefärbter Eindruck zurück, habt ihr wahrscheinlich schon jetzt gemerkt. Auf der einen Seite hat man hier handwerklich durchaus gute Produktion. Ja, da kann man nicht meckern, das ist von der Mischung her gut. Die Sounds sind auch teilweise fett und Mixing ist glasklar. Technisch gesehen ist das definitiv nicht schlecht. Das große Aber, musikalisch fühlt sich vieles nach einem Identitätsverlust an von Paul van Dyk, weil Paul hier voll auf den 2012er US-Mainstage-Zug aufgesprungen ist. Die Zusammenarbeit mit Austin Leeds oder Adam Young wirkt am Ende wie kalkuliertes Trendhopping. Viele Tracks plätschern formelhaft vor sich hin. Es gibt hier aber durchaus auch Highlights, wie unter anderem das entspannte Breakbeat-Experiment The Sun After Heartbreak. Dann haben wir das Trance-Brett Dayor sowie natürlich I Don't Deserve You und The Ocean. Das sind so die 4 Top-Tracks aus dem Album. Und das ist auch der Grund, warum dieses Album nicht komplett zusammenfällt. Macht es natürlich trotzdem nicht zu einem guten Album, das ist klar. PVD selber hat das wohl einige Jahre später auch so gesehen, beziehungsweise zugegeben, wenn man das so nennen will. Und zwar hat er gesagt, dass er auch Vorgaben vom Label hatte. Ja, wahrscheinlich, wie gesagt, weil man war zu dem Zeitpunkt bei Armada, kommerzielles Label, deswegen sei es ihm an der Stelle verziehen. Es wurde ja dann auch später wieder besser. Ja, alles in allem höre ich Evolution bei immerhin akzeptablen genau 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, es kommt nur deswegen so gut weg, wegen dieser 3 bis 4 genannten Titel. Ansonsten wäre das relativ deutlicher durchgerauscht. So wird es noch halbwegs gehalten und retten das Album vor dem Bankrott. Aber die Tendenz zeigt hier eindeutig nach unten. Und damit steht natürlich Evolution auch hinter 45 RPM, was ja bis jetzt das Schlusslicht war, aber Evolution platziert sich jetzt hinter 45 RPM und belegt auch zu Recht den letzten Platz im PVD-Ranking. Aber wie die Wertungen genau zustande kommen und ich die Tracks einzeln bewerte, das seht ihr natürlich wie immer unten hier in der Videobeschreibung. Das heißt, guckt da einfach mal nach, wie ihr das seht. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf die beiden Alben In Between und Evolution. Jetzt würde mich interessieren, wie ist denn eure Meinung zu den beiden Alben? Schreibt's mal hier unten in die Kommentare rein. Ansonsten war's das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Oizo Music. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Besonders präsent ist auch hier der US-Präsident, ja genau, Donald. Der Donald hat hier mitproduziert, Donald Trump, absolut klasse, ne, mit seiner Haarpracht. Aber bleibt insgesamt schon eher im eher unterdurchschnittlichen bzw. mittelmäßigen Mittelfeld. Das macht auch keinen Sinn.